Du willst dein Auto waschen, hast aber keinen Wasseranschluss und keine SB-Box in der Nähe? Kein Problem. Immer wieder lesen wir unter den Waschvideos von uns Kommentare, dass ihr nicht so waschen könnt wie wir, weil ihr keinen Ölabscheider habt, weil ihr keinen Wasseranschluss habt, weil die SB-Box in eurem Ort das so nicht zulässt. Und dafür gibt es jetzt endlich eine Lösung. Für den fehlenden Ölabscheider oder die Regularien, die das Draußenwaschen unmöglich machen, gibt es schon länger die Waschmatte. Wer die noch nicht kennt, einfach mal bei Google eingeben. Ist im Endeffekt ein Objekt oder eine Matte, auf der man sein Auto draufstellen kann, drauf waschen kann, das Wasser auffängt. Also kann man überall waschen. Das nächste Problem war der fehlende Wasseranschluss. Das heißt, viele sagen, ja, eine Waschmatte könnte ich mir kaufen, aber ich habe keinen Wasseranschluss. Und dafür gibt es jetzt auch eine gute Lösung. Beziehungsweise die Firma AWA hat uns angesprochen und gesagt, hey, wollt ihr nicht mal unsere Hochdruckreiniger testen? Haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall. Wir wollen die testen und auch da gibt es noch weitere Videos dazu. Und heute geht es um dieses Gerät. Der Go 55 hat den riesengroßen Vorteil, und dafür ist dieser schöne Schlauch hier da, dass ihr keinen Wasseranschluss braucht, sondern ihr könnt einfach diesen Schlauch hier vorne anschließen, das andere Ende in einen Wasserbehälter eurer Wahl stecken, Regentonne, Gewässer, Kanister, Eimer, was auch immer, und könnt dann einfach waschen ohne Wasseranschluss, also faktisch an jedem Ort. Und das ist natürlich besonders cool, weil ihr einfach überall waschen könnt und keine Probleme mehr mit Ölabscheider und nervigen Waschboxbetreibern habt. In diesem Video haben wir uns für das kleine Modell aus der Go-Serie entschieden, einfach weil gerade wenn du unterwegs wäschst und nur einen Kanister hast, einen 20, 60 oder auch 100 Liter Kanister, dann ist ein großes Profigerät mit 600, 700 Liter Wasserdurchlauf pro Stunde nicht so gut geeignet, weil da brauchst du wirklich einen großen Behälter. Das heißt, das Gerät hat, glaube ich, 425 Liter die Stunde. Da kommt man auch mit einem kleineren Kanister gut hin. Vielleicht mit einem 100 Liter Kanister, wenn man gut ausgestattet sein kann und kann sein Auto ohne Probleme waschen. Zubehör ist auch reichlich dabei, aber da wollen wir in diesem Video gar nicht so sehr darauf eingehen. Da gibt es nochmal ein extra Video, wo wir das Zubehör und die Möglichkeiten von AWA besprechen. Und für alle, denen es in den Fingern juckt und sagt, hey, ich will aber ein Profigerät, ich will das Beste, was es gibt. Hinter mir seht ihr ihn schon, der ist schon ein paar Tage bei uns im Einsatz. Das ist der nagelneue P90. Zudem gibt es auch noch mal ein eigenes Video, da dürft ihr gespannt sein. Heute geht es erstmal um das Waschen mit dem Go und einem Kanister. Aus einem Kanister. Strom brauchen wir jetzt hier schon noch. Wer wirklich komplett autark arbeiten will, muss halt den guten alten Stromgenerator entweder mit Diesel oder Solar verwenden. Der Hersteller empfiehlt, damit der Motor nicht so stark pumpen muss, vor dem ersten Benutzen einmal den Kreislauf und den Schlauch mit Wasser zu füllen, damit einfach wirklich nicht komplett leer gepumpt wird. Dann kann es manchmal zu Luft im System kommen. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, geht das so. Ansonsten musst du darauf achten, dass der Ansaugschlauch beim ersten Ansaugen wirklich sicher Wasserkontakt dass er nicht hat, dass er nicht so viel Luft zieht. Wunderbar, wir haben einmal Wasser im Kreislauf, läuft auch nicht raus. Das heißt, wir schließen den Gartenschlauchanschluss hier an und den anderen in den Kanister rein, der leider nicht passt. Da müssen wir jetzt erstmal eine andere Lösung für finden. Das hätte man mal vorher ausprobieren sollen, aber auch bei uns passieren Pannen. Ihr seid live dabei. Ich habe ja zum Glück noch einen Wascheimer, auf den ich ausweichen kann. Wunderbar, wir haben jetzt 20 Liter Wasser. Versuchen das jetzt nochmal mit dem Schlauch und schauen mal, wie weit wir mit 20 Litern Wasser bei der Autowäsche kommen. Der erste Versuch war noch nichts. Wir gehen jetzt gerade mal auf Fehlersuche. Ich wollte jetzt mal den Schlauch hier mit Wasser füllen, weil vielleicht muss auch der Schlauch einfach einmal mit Wasser gefüllt sein. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Schlauch nicht richtig angesteckt war, also Luft gezogen hat, undicht war. Mal gucken, wie es jetzt ist. Auch jetzt läuft da Wasser durch. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt Wasser im Schlauch. Mal gucken, ob es das jetzt besser macht. Das sieht jetzt erstmal gut aus. Ich glaube, wir haben die komplette Luft aus dem Schlauch bekommen. Also wichtig, nicht unbedingt das Gerät einmal vorher mit Wasser befüllen, sondern den Schlauch. Wer irgendwie keinen Wasseranschluss hat, kann vielleicht einfach hier das Gewinde abschrauben und dort einfach mal unterm Wasser reinfüllen, damit er wahrscheinlich einfach die ganze Luft raussaugen muss. Das wird er vielleicht einfach nicht schaffen. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir die Wäsche komplikationsfrei durchziehen können. Ich demontiere jetzt hier noch mal kurz die HD-Lanze und schraube mir mal die Schaumlanze drauf. Weil, ihr wisst ja, Vorwäsche, Vorwäsche, Vorwäsche. Um ein bisschen Wasser zu sparen, kerchern wir nicht einmal vor, sondern nehmen direkt Schaum und sparen dann einfach ein bisschen Wasser. Ich habe jetzt hier Multistar drin, was mir jetzt nicht ganz ideal gefällt. Es gibt nirgendwo eine Angabe darüber, in welchem Verhältnis der Hochdruckreiniger verdünnt. Und das ist natürlich nicht so ideal, weil ich einfach nicht weiß, was da rauskommt. Ich habe hier zwar so lustige Smileys drauf. Oh nein, du machst das Auto kaputt und ein, yeah, geil. Aber ich weiß halt nicht,
was die Verdünnung ist. Und auch wenn ich natürlich, weil es eine stufenlose Einstellung ist, nie genau wissen werde, was ist jetzt jeder Millimeter, wäre es zumindest schön für mich zu wissen, was ist die stärkste Verdünnung, eine mittlere Verdünnung und die schwächste Verdünnung. Und wie man das rausfindet, gibt es auch nochmal in einem anderen Video die Info. Apropos anderes Video, wir haben auch nochmal ein Video zum umfangreichen Zubehör gemacht von AWA, deswegen keine Sorge, wenn du Sachen siehst, die ich nicht erkläre, da kommt nochmal ein extra Video. Gleich muss ich gestehen, ich Idiot habe mich leider im Regal vergriffen, das ist das Sonax Versiegelungsshampoo, das blaue aus der Profi-Line, deswegen perlt es hier auch so ab, also kein Multistar, sondern leider ein Versiegelungsshampoo, war mein Fehler, tut dem aber keinen Abbruch, Schaumlanze funktioniert wunderbar mit dem Kleinen. Schaum hat jetzt entsprechend gewirkt, wer dazu nochmal mehr wissen will, kann sich gerne das Video angucken, jetzt wird runtergespült. Auch hier habe ich gemerkt, ich habe wirklich genug Druck, um wirklich eine ordentliche Vorreinigung zu machen für Stellen, die besonders stark verschmutzt sind, Insektenbereiche, Vogelkot und Co. Nehme ich diese schmale Einstellung der Variodüse, da kommt natürlich nochmal deutlich mehr Druck. Fürs allgemeine Runterspülen ist diese breite Einstellung wunderbar, weil ich viel Fläche bearbeiten kann und den Lack schnell und unkompliziert abspülen kann. Druck reicht, wie gesagt, definitiv aus, dazu aber gleich nochmal mehr. Die Vorwäsche ist soweit fertig. Jetzt kommen wir zur Hauptwäsche. Vom Gefühl her, der Druck ist natürlich geringer als jetzt bei einem Profigerät mit 600-700 Liter, ganz klar. Aber 140 Bar kommen auf jeden Fall an. Man kann auch immer diesen Handtest machen, also generell so nah wie ich mit der Hand rankomme, so nah kann ich auch ans Auto rankommen. Und durch die verschiedenen Einstellungen ist trotzdem genügend Druck da, eine vernünftige Hochdruckreinigung zu machen. Mehr als an manch einer Waschbox. Ich würde sagen, wir gucken mal in den Eimer, was nach der Vorwäsche noch an Wasser übrig ist. Wir sind jetzt etwa hier, also ungefähr 6,5 Liter. Hat schon eine ganze Menge verbraucht natürlich. Mit 20 Litern wird man wahrscheinlich nicht bei einem ganzen Auto auskommen, aber wer sowas regelmäßig macht, sollte sich vielleicht einen 60 Liter Kanister besorgen. Damit schafft man vermutlich selbst größere Fahrzeuge. Wir haben jetzt hier natürlich einen Smart, also eine doppelte Menge kann man schon annehmen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt nach der Wäsche fürs Abspülen mit dem Rest hier auskommen oder ob wir nochmal nachgießen müssen. Wir machen weiter mit der Wäsche, machen auch die Felgen. Das zeigen wir jetzt hier nicht explizit, aber die haben wir mitgemacht, damit die Wassermenge auch hinhaut. Dann kommt unsere Hauptwäsche, wie gesagt, nach der Vorwäsche normale 2-Eimer-Wäsche bzw. Autolack-Waschmethode. Also mit vielen Schwämmen waschen wir den Lack hier runter. Von oben nach unten kennt ihr alles. Guckt euch das Video nochmal an, wenn euch da was fehlt. Gewaschen ist die Rakete jetzt. Wir haben hier noch einen Abspülstrahl mit bei. Den zeigen wir euch umfangreich im Zubehörvideo, aber generell, wir haben einen sehr schmalen, harten Strahl, einen breit gefächerten Hochdruckstrahl und einen Abspülstrahl. Der ist, denke ich, gut geeignet zum Abspülen und mal gucken, ob wir mit unseren restlichen, mit der Wassermenge auskommen. Ich bin ja ein großer Fan vom Abspülen mit einem Gartenschlauch, mit einem losen Strahl, aber als Alternative, wer keine hat, was wir hier so ein bisschen als Videothema vorausgesetzt haben, diese Möglichkeit, ist diese Abspülfunktion super geeignet. Der Strahl ist breit, aber nicht zu hart, sodass ich nicht den Schmutz und Schaum von rechts nach links schiebe, sondern effektiv abspüle. Gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Bevor er sich jetzt ganz leer zieht, der Eimer ist fast alle, also wir haben es nicht geschafft. Gut, war jetzt auch nicht der Anspruch, mit 20 Litern Auto zu waschen, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Also man sollte schon 60 Liter bei haben, wer natürlich an einem festen Platz wäscht, kann sich eine Regentonne vorbereiten, macht die ganze Sache noch einfacher, weil eben kein Kalk entsteht, weil ich natürlich das Wasser gleich nutzen kann. Ein Partikelfilter ist an dem Schlauch auch mit dran. Man sollte nur darauf vorbereitet zu sein, zwischendurch mal hier Wasser in dem Schlauch nachzufüllen, weil wir haben jetzt auch gerade gesehen, er braucht ein paar Sekunden, um die Luft wieder nachzupumpen. Ist natürlich auch nicht immer gut für so einen Motor, wenn er trocken läuft. Also Wasser zum Nachfüllen sollte man dabei haben, im Zweifel das Gewinde abschrauben direkt in den Schlauch aus dem Wasserhahn oder aus einer Wasserflasche. Das ist ja nicht viel Volumen, was in so einen Schlauch geht. Oder einfach nochmal einen Anschluss holen. Das heißt, wenn man den dann hier abmacht, oben einfach einen Stopper dran packen, dann kann das Wasser nämlich nicht so rauslaufen. Ich glaube, wenn man sich ans Arbeiten gewöhnt hat und einen ausreichend großen Kanister verwendet oder einen Behälter, kann ja auch eine Regentonne sein, funktioniert das wirklich zuverlässig. Man muss ein bisschen darauf aufpassen, dass nicht so viel Luft im Schlauch ist. Da wir aber zwischendurch einmal abgestöpselt haben, hatten wir einfach zwischendurch nochmal Luft im Schlauch. Generell, wie gesagt, habe ich ja schon einen Tipp gegeben, wie ich glaube, dass man das verhindern kann. Ansonsten beim Waschen funktioniert das wunderbar. Wir haben hohen Druck, wir haben keinen Abfall, der pumpt fleißig durch. Wir haben als kleinen Hinweis so um die 32 Liter, also vielleicht 35 Liter Wasser verbraucht für einen Smart bei einer normal intensiven Wäsche. Man sollte natürlich einen ausreichend großen Behälter haben, ob man jetzt einen Kanister oder eine Regentonne nimmt, was natürlich noch deutlich besser ist, weil man sich dann diese Kalkfleckenproblematik spart. Der Schlauch ist auf jeden Fall lang genug, um aus jedem vernünftigen Behälter so viel ansaugen oder aus einem Behälter, der so groß ist, dass er genug Wasser fasst, um ohne nachzufüllen durchzukommen, ansaugen zu können. Dafür funktioniert der Schlauch. Vielleicht muss man ein bisschen frickeln, dass er wirklich immer unten hängt. Bei so einem Eimer haben wir einfach den ganzen Schlauch reingestopft.
Wenn man das dauerhaft in einen Kanister einsetzt, kann man vielleicht irgendwie ein Gewicht unten dran machen. Muss man einfach mal ausprobieren. Aber generell, glaube ich, eine gute Lösung für alle, die keine vernünftige Waschbox in der Nähe haben, beziehungsweise bei sich vor der Halle auf dem Grundstück waschen wollen, keinen Wasseranschluss haben und eine andere Möglichkeit. Glaube ich, ist das wirklich super. Unabhängig von dieser Saugfunktion finde ich, der Hochdruckreiniger für die Autowäsche reicht vollkommen aus, ist wirklich gut geeignet, hat viel Druck, hat eine gute Zubehörreichweite, aber dazu, oder eine Zubehörauswahl, aber dazu gibt es ja nochmal ein gesondertes Video. Insgesamt finde ich eine schöne Möglichkeit, auch für alle, die bislang so ein bisschen benachteiligt waren. Es gibt jetzt also keine Ausreden mehr fürs Autowaschen und falls du dieses Gerät noch ausprobieren möchtest, gibt es jetzt sogar ein Gewinnspiel. Hier auf YouTube verlosen wir ein AVA Go 55 inklusive umfangreichen Zubehör. Alles, was hier dabei ist, die verschiedenen Düsen, die Schaumlanze, die Felgenbürste, den Mikrofasermop. Guck einfach unten in die Videobeschreibung, ist alles Mögliche mit bei, also eine komplette Ausstattung, um sein Auto überall zu waschen, auch inklusive dieses Schlauchs übrigens. Von daher gibt es auch da, wie gesagt, keine Ausreden mehr. Falls du hier kein Glück hast oder deine Chancen verdoppeln willst, guck auch mal auf Instagram, da gibt es das gleiche Gewinnspiel nochmal. Teilnahmebedingungen für das Instagram-Gewinnspiel findest du dort. Hier musst du einfach unten in den Kommentar schreiben, wo du das Auto damit waschen willst. Und dann losen wir unter allen Teilnehmern aus. Ansonsten alle weiteren Teilnahmebedingungen und den genauen Gewinninhalt unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, viel Glück fürs Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!